Was jetzt die Arrangements speziell für dieses Projekt betrifft, war es so, dass ich als Kind schon sehr, sehr begeistert war vom Ballett und vom Tanz, weil man sich zur Musik bewegen konnte. Das kann ich ja in meinem Fall nicht, wenn ich das Instrument in der Hand habe, aber es ist ein Bedürfnis, das in mir ist, dass ich Bewegung und Musik sehr, sehr miteinander verknüpfe. Und viele Werke, die eben Ballettmusik sind einfach meine persönlichen Favoriten, die mir einfach irrsinnig gut gefallen. Und ich habe immer schon davon geträumt, das irgendwie spielen zu können. Ich glaube, das Wichtigste bei Arrangements ist, die bekannten Melodien zu behalten und die Atmosphäre rundherum neu zu erzeugen. Mit Elementen, die die Musik bereits beinhaltet und die bereits da sind. Sheherazade hat ja die berühmten Violinsoli, auch im Original drin, aber der ganze Rest, sage ich jetzt einmal, ist ja fürs gesamte Orchester bzw. im Kontext, und da gab es auch einige Stellen, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, wie man das umsetzen kann, weil ich bin dann immer so, ich möchte, auch wenn es nicht geht, aber ich möchte wirklich das Klangbild und die Stimmung, die bei dieser Stelle vom Orchester erzeugt wird, auch mit der Geige und mit dem Klavier erzeugen. Und das ist natürlich oft schwierig, weil dann sage ich, Matthias, du musst jetzt da diese Hornstelle spielen und du musst wie ein Horn klingen hier. Ja? Das muss so sein. Wobei es dann oft so ist, dass ich sage, etwas geht nicht, etwas geht schon. Und dann man sagt, na, probier das doch einmal auf der Geige, vielleicht funktioniert es dort besser, manchmal geht das gut. Manchmal ergibt sich daraus dann auch, dass man Kürzungen vornehmen muss. Pianisten haben ja den Vorteil, dass sehr viele Klavierwerke, die ursprünglich für Orchester geschrieben wurden, für Klavier umgearbeitet sind oder umgekehrt Klavierwerke für Orchester arrangiert werden. Das Problem ist meistens, dass man dann mindestens eine Hand zu wenig hat und trotz aller Möglichkeiten eines Klaviers zu wenig Farben. Und jetzt kommt die Stelle eben nochmal eine Oktav höher. Da eignet sich natürlich sehr, wenn man das Ganze nach Möglichkeit, eben nach Spielbarkeit natürlich, entweder mit Doppelgriffen ein bisschen mehr Stimmen hineinbringt oder das Ganze ein bisschen mehr Klangfarben, damit es mehr Klangfarben bekommt. Also da bekommt das Thema, die Stimme gleich eine ganz andere Bedeutung und eine Unterstützung, kann man sagen. Das ergibt uns die Möglichkeit,
das, was wir an Orchestermöglichkeiten nicht haben, auszugleichen durch Vielfalt und Klang. Der Trick, wenn es überhaupt einen solchen gibt, ist, dass man im Kopf eigentlich vor der Aufnahme hören muss, wie das denn klingen soll dann, wenn es aus den Lautsprechern kommt. Und wenn ihr bei der Aufnahme dick und fett und symphonisch und mit Power und mit viel Dynamik spielt, dann spielt sich da zumindest bei mir im Kopf schon ein Bild ab, wie das dann klingt, wenn man hier sitzen soll. Oder wie es dann klingen soll, wenn man hier sitzt beim Mischen, Schneiden und beim Fertigstellen. Für mich ist es ganz wichtig, dass der Tanz versucht, die Musik bildlich darzustellen. Also dass wir nicht ganz abstrakt und ganz von der Musik losgelöst uns bewegen, sondern dass das alles ein harmonischer Gleichklang sozusagen ist. Konkret eigentlich interessieren, was bei der Stelle passiert, weil soweit ich mich erinnern kann, seid ihr da schon auf der Bühne oder nähert euch, oder du näherst dich, glaube ich, dem Balkon. Du, oder? Romeo in dem Fall, oder? Ich, Romeo, Romeo, ja. Romeo in dem Fall. Ja, in dem Fall ist es das zweite oder das dritte Zusammentreffen von Romeo und Julia. Das erste war am Ball, einmal in Gesellschaft aller, das zweite dann nach dem Ball alleine und in dem Fall dann sozusagen, jetzt kommt Auftritt Romeo, das heißt, Julia ist schon am Balkon heraus und in dem Fall Romeo läuft einmal über die Bühne in der Inszenierung von John Cranko und zeigt das erste Mal hinauf zur Julia. Klopfst du uns aber den Takt mit, wenn wir die Stelle spielen? Ja, bitte. Wie könntest du es tanzen, in welchem Tempo? Ja. Okay, nein, es ist, wie gesagt, für uns Tänzer, es ist minimal. Also wenn ich sage langsamer, ist das für euch ein Hauch. Also das sind vielleicht 2 oder 3% langsamer. Also das ist wirklich wie wäre das? minimal. Ich finde es einmal, du Okay. bremst uns. Ja? Nicht zu lang ziehen. Ah, okay. Ja, was genau. passiert bei der Note? Was passiert da? Da stirbt er nämlich dann. Okay, was machst du da? Er geht nach hinten von der Julia, er stellt sich hin und er geht nach oben und wenn dann die Musik nicht weitergeht, dann verhungert er dort. Ja? Wie stelle ich das an? Weil es ist ja für Orchester geschrieben, es ist mit Tanz dazu, wie macht man das als Solo-Geigerin? Und dann habe ich den Matthias getroffen und wir sind draufgekommen, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft haben, nämlich den Tanz und das Ballett, und haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie umsetzen. Das große Da, wo Sie alleine aus dem, also ich kenne ja die alte
Choreografie noch von Grigorowitsch, wo sie aus dem Zelt kommt. Понимаешь, Хачатурян вообще является композитором русской школы, но он с детства, вот в его биографии, он же родился в Грузии, а на Кавказе там очень много разных национальностей живут. И он очень любил слушать, как они поют. Очень красиво грузины поют, другие народности. И он все это впитал в себя. Но, получив образование у русских композиторов в Москве, он учился у Мисковского, у Гнесина, и получил школу самую настоящую российскую. Вот. Но в его музыке очень часто чувствуются мотивы ориентальной музыки чуть-чуть. И вот вперемешку с русской музыкой это у него такой шедевр получается. И вот там мелодии, которые в «Спартаке» звучат, какая чудная музыка. Die Sklaven sind besiegt und es ist quasi nach der Schlacht Spartacus und Phrygia gehen von einem verletzten Krieger sozusagen zum nächsten, treffen sich zusammen und es ist das letzte Verzweiflungspartitur. Das heißt, sie kommen zusammen und es wird ihnen so die Hoffnungslosigkeit des Ganzen, also wird ihnen bewusst. Es kommt dazwischen noch so eine starke Musik, wo sozusagen sie die Legionäre kommen sehen. Das Partitur allgemein ist eine der schönsten Ballettmusiken. Ja. Ich glaube, wir haben ja einige gemeinsame Lieblingswerke, das waren die als erstes drangekommen sind. Spartacus von Khachaturian ist so, glaube ich, ein Stück, das wir beide sehr mögen, an dem wir beide sehr hängen. Etwas, das wir auch viel gehört haben, beide gut gekannt haben. Ja, das war irgendwie wie außer Frage, dass wir das einfach machen müssen. Gut, das ist ganz anders arrangiert als in der Fassung, die ich kenne. Ja. Колоссально прошел спектакль, а за то, что было после спектакля, ты себе представить не можешь. Хачатурян такой банкет устроил, себе представить невозможно. Чего там только не было. И, в общем, до утра сидели там все и репетицию отменили на следующий день. Вот так вот. Колоссально было. Und was mache ich mit den Händen? Die tust nach oben in die Position. Oh, hopp.